und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Heute gibt es eine zweite Unterrichtsstunde für Blockflötenanfänger oder Wiedereinsteiger mit dazugehörigem Quiz. Gewinnen könnt ihr dabei leider nichts, aber ihr lernt was und ich denke, dieses Video ist auch für Fortgeschrittenere unter euch interessant. Falls ihr neu hier seid, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Vor einiger Zeit habe ich ja mal ein Video für euch gemacht, deine erste Unterrichtsstunde auf der Blockflöte, das gedacht ist für Menschen, die noch nie Blockflöte gespielt haben oder die vor langer Zeit mal gespielt haben und die wieder einsteigen möchten. Und das war so eine quasi erste Unterrichtsstunde. Und ja, das hat sehr viel Anklang gefunden bei euch. Jemand hat auch in die Kommentare geschrieben, wo bleibt unsere zweite Unterrichtsstunde? Und die soll das heute sein, wobei es ist, sagen wir mal, mehr ein Video zum Thema Anfang mit der Blockflöte, als dass es jetzt wirklich eine komplette Unterrichtsstunde ist. Falls ihr dieses erste Video noch nicht angeschaut habt, dann empfehle ich euch das. Ich verlinke euch das im Infokasten unten und hier auch nochmal. Und wenn ihr da mitgemacht habt oder zugehört habt, dann fällt euch das heute sicher nicht so schwer. Und ja, dann legen wir gleich los. Also Quiz habe ich gesagt und ihr könnt auch nichts gewinnen. Ich werde heute einfach ganz viel falsch machen selber und auch richtig machen. Und dann müsst ihr raten, was war jetzt vorteilhafter und was war nachteilig in meinem Spiel oder in meiner Haltung, in meiner Atmung, in meiner Fingertechnik, in meiner Tongebung und in meiner Artikulation. Das klingt jetzt schon sehr komplex, also keine Angst, das wird alles ganz einfach und ich bin mal gespannt, ob ihr alles erraten könnt und wünsche euch viel Spaß dabei. Also wenn ihr spielen möchtet, Blockflöte spielen möchtet, müsst ihr natürlich eure Atemtechnik entwickeln. Ihr müsst im Idealfall zu einer gestützten Zwerchfellatmung kommen und das fängt natürlich an, indem ihr erstmal versucht, wie unterschiedlich ihr einatmen könnt. Und ja, dann hatten wir ja in dem ersten Video schon drüber gesprochen, wie man tief einatmet. Jetzt seht ihr mal zwei Versionen meines Einatmens und sagt mal, ist das jetzt tief eingeatmet? Oder ist das tief eingeatmet? Also ich verrate gleich mal die Lösung dieser ersten Quizfrage. Das zweite war tief eingeatmet. Denn tief einatmen, erinnert euch nochmal, bedeutet nicht, dass man die Schultern hochzieht und sich hier so hoch und so groß macht, wie es geht, sondern tief einatmen bedeutet, in tiefe Regionen des Körpers einzuatmen, also in den Bauch hinein quasi. Und wenn ihr das richtig macht, braucht ihr fürs Blockflöte-Spielen nicht die Schultern zu betätigen und eben auch nicht so eine hohe Brustatmung zu machen. Wir hatten ja dann angefangen im ersten Video, die Flöte erstmal zu halten, so dass wir gleich dann spielen könnten. Und was meint ihr, ist dabei die richtige Version? Diese? Oder diese? So, wenn ihr jetzt getippt habt, die zweite war richtig, weil ihr vielleicht gedacht habt, bei der ersten, da hat sie ja die Finger noch gar nicht drauf, sie will ja Töne spielen und muss hier Löcher zumachen, dann habt ihr leider doch falsch gelegen, denn um die Flöte richtig schön in der Hand zu balancieren und so zu halten,
dass die Finger nicht mit festhalten müssen und unnötige Spannung auf den Fingern lastet, wenn ich nachher Töne spielen will, haben wir im ersten Video geübt, die Flöte mal nur zu halten. Und halten heißt nicht festhalten, sondern hier hatten wir diese Stütze auf der Unterlippe und dadurch, dass der Mund geschlossen ist, und auf dem rechten Daumen. So, die dritte Quizfrage. Wo kommt die Flöte hin im Mund oder auf den Lippen? Also das habe ich ja eben schon gesagt, dass die Flöte auf der Unterlippe liegt und der Mund dann zu ist. Aber was macht ihr mit den Zähnen? Berühren die Zähne die Blockflöte? Oder wie in der zweiten Version ist die Blockflöte vor den Zähnen? Also ich glaube, das war jetzt sehr plakativ, das habt ihr natürlich gewusst. Zweite Version ist richtig. Die Blockflöte bleibt vor den Zähnen. Die Zähne sollen beim Spielen niemals die Blockflöte berühren. Und der Zungenstoß, den wir später nochmal besprechen, der findet hinter den Zähnen statt. Also, wenn ihr hier dran stoßt beim Spielen, dann ist was faul. So, dann schaut euch mal folgendes kleines Liedchen an und sagt mir mal, welche Version hier richtig gespielt ist. Nummer 1. Oder Nummer 2. Kleiner Tipp, falls ihr es jetzt noch nicht gemerkt habt, ihr seht das Ganze jetzt quasi spiegelverkehrt, oder? Also ihr schaut mich ja jetzt an, ihr müsst gut überlegen, wo ist rechts und links. Das war jetzt schon ein sehr heißer Tipp. Beim Blockflöte spielen haben wir in der Regel, es gibt immer Ausnahmen, aber in der Regel hat man die linke Hand oben und die rechte unten. Das kommt ganz oft vor, wenn Leute zum ersten Mal Blockflöte spielen, dass sie es mal mit der einen und mit der anderen machen. Und das geht, also es gibt auch tatsächlich sogar Profis, die andersrum spielen, aber wir spielen in der Regel eben so rum. Und wie könnt ihr euch das jetzt merken, dass das so rum sein muss und nicht so rum? Indem ihr mal da unten hinschaut, dieses letzte Loch hier, das ist auf der rechten Seite. Also ich habe es ja im ersten Video schon gesagt, ich kann das hier drehen, dann ist es links, aber bei Flöten, wo man das nicht drehen kann, ist das immer rechts und daran könnt ihr sehen, da muss ja der kleine Finger dran kommen. Also muss die rechte Hand unten sein und die linke oben. So, wie sieht es denn mit der Tongebung aus? Wie kann oder soll der Blockflötenton im Idealfall klingen? Findet ihr dieses schöner? Oder dieses? Und das ist jetzt natürlich klar gewesen, das war leicht zu erraten, aber es kommt häufig vor, dass jemand anfängt mit Blockflöte und so konzentriert ist, so fokussiert auf die Finger, dass die richtig drauf liegen, dass er oder sie gar nicht richtig hinhört, wie geblasen wird. Also es kommt gar nicht so selten vor, dass der Anfang so klingt. Und natürlich habt ihr am Anfang noch nicht eure Atemstütze aufgebaut und trainiert, aber ihr könnt ganz viel schon gewinnen, indem ihr euch selber gut zuhört und versucht, den Ton zu steuern, indem ihr hört und euer Blasen anpasst. Das geht. So, dann sprechen wir mal über die Körperhaltung, wenn ihr Blockflöte spielt. Das ist jetzt auch wichtig für Leute, die schon lange spielen. Da sieht man manchmal ungünstige Haltung und eigentlich könnte man sagen, ist doch egal, wenn es gut klappt. Also wenn man sich Franz Brüggen anguckt von früher, wie der auf dem Stuhl gehangen hat und gespielt hat und wirklich die Sterne vom Himmel gespielt hat, dann könnte man sagen, geht doch, der spielt ja wunderbar. Aber natürlich gibt es oft Beeinträchtigungen durch eine ungünstige Haltung. Durch eine schlechte Körperhaltung kann es sein, dass eure Finger nicht so gut entspannt sind und funktionieren. Und von daher solltet ihr zumindest versuchen, einem Ideal so zu folgen. Ja, also welche Version scheint euch vorteilhafter? Diese
oder diese. Ist klar, ne? Also wenn ihr das jetzt im Vergleich seht, dann ist es völlig klar. Aber wenn man das nicht im Vergleich sieht, sondern einfach so, kann es sein, dass es einem nicht auffällt. Beziehungsweise wenn man selbst spielt, dann merkt man es oft nicht. Also achtet mal immer wieder drauf, fühlt mal, ob ihr gerade steht, wenn ihr irgendwas probiert mit der Blockflöte. So, jetzt spiele ich mal wieder Hoppe Hoppe Reiter für euch. Hört mal, was hier dran irgendwie nicht so gut ist. Okay, ich habe ja jetzt schon verraten, dass das nicht so gut ist. Besser wäre es so. Und was war jetzt der Unterschied dazwischen? Es war die fehlende Artikulation bei der ersten Version, das heißt der Zungenstoß. Und darüber haben wir ja im ersten Video auch gesprochen, dass jeder Ton, von Ausnahmen abgesehen, mit einem Zungenstoß artikuliert wird. Und dadurch klingt euer Spiel viel deutlicher und eben artikulierter und das nennt man eben auch die Artikulation beim Blockflöte-Spielen. Und zu dieser Artikulation haben wir diese schöne Übung gemacht, wo ich immer sage, der Zug fährt in den Tunnel. Und jetzt hört euch mal davon 2 Versionen an. Ist diese richtig geübt? Oder ist diese richtig geübt? Also mit richtig geübt meine ich jetzt, wenn ihr die übt, solltet ihr das dann so machen oder nicht. Und wie ihr wahrscheinlich hören konntet, habe ich bei der ersten Version alles prima gemacht, solange die Flöte noch nicht im Mund angekommen war. Als ich dann die Flöte im Mund hatte, habe ich ohne Dü artikuliert, also ohne D, nur noch Hü. Und das hört man halt eben auch oft bei Anfängern, dass das beim Spielen vergessen wird. Jetzt komme ich nochmal zurück auf die tiefe Atmung und dazu haben wir diese schöne Übung gemacht im ersten Video, dass ihr eure Mundstellung macht wie bei einem I und dann wie bei einem O. So, jetzt lasse ich euch davon mal 2 Versionen sehen und sagte mal, ist diese richtig? Oder ist diese richtig? Tatsächlich ist die erste Version richtig, wo man nichts hört, denn es ging tatsächlich nur um die Mundstellung. Und wenn ihr dazu so ein Geräusch macht, dann macht ihr hier im Mund oder im Rachen was zu, was nicht sein soll. Die Luft soll ganz ungehindert durchströmen können. Also hier soll nichts die Luft aufhalten. So, dann spiele ich jetzt mal für euch ein C. Und ihr sagt mal, ob das der richtige Ton war oder nicht. Also der zweite war es natürlich, wobei der Daumen auf seinem Daumenloch ist und der Mittelfinger auf seinem Loch und dieser nicht drauf. Und der Ton, den ich fälschlicherweise gespielt habe, war das A. Und wenn ihr jetzt selbst das C oder das A spielen möchtet, dann denkt noch mal dran, dass ihr euch erst gut hinstellt, also gut im Gleichgewicht, möglichst im Stehen und lieber nicht im Sitzen. So, und wenn ihr jetzt die Hand dran machen möchtet, um ein C oder ein A zu spielen, macht ihr das am besten so. Oder so. Also, zweite Antwort war richtig, weil
ihr bei der ersten geguckt habt, die Flöte gedreht habt, ob die Finger richtig drauf sind und dann versucht habt zu spielen. Das kann mal klappen, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass bei diesem Wiederumdrehen der Flöte und in den Mund nehmen sich die Finger wieder komplett verschoben haben. Gerade wenn man erst anfängt damit, dann ist das echt knifflig, die Finger an der richtigen Stelle zu haben. Und dann nutzt euch dieses Gucken und Drehen leider nichts. Also viel besser ist es zu fühlen, ob ihr euch auf dem Loch befindet. Denn es ist ja auch beim Spielen immer so, dass ihr da nicht drauf gucken könnt. Und es ist dann viel besser, wenn ihr das im Gefühl habt. So, jetzt hört ihr nochmal 2 Versionen und kleiner Tipp, schaut auch hin. Und welche ist jetzt besser, optimaler, sage ich mal? Diese oder diese? Falls ihr euch jetzt nur aufs Hören konzentriert habt, dann hat euch das nicht so viel gebracht. Aber gesehen habt ihr hoffentlich, dass bei der ersten Version die Finger der linken Hand sehr schief waren und bei der zweiten mehr im rechten Winkel zur Flöte, tendenziell. Jede Hand ist anders und es gibt auch Leute, die so sehr gut spielen können, aber auch hier könnt ihr wieder versuchen, dahin zu tendieren, dass die Hand gerade ist. So, welcher Ton ist das? Wisst ihr vielleicht noch aus dem ersten Video, oder ihr wisst sowieso, das D. Und das ist ja mit offenem Daumenloch. Und da sagt mir mal, welche dieser 3 Versionen die richtige sein könnte. So, also bei einer hatte ich ja den Daumen an der Flöte dran, weg vom Loch, aber auf der Flöte drauf noch. Das könnte ja vielleicht von Vorteil sein, wenn ich schnell wieder aufs Loch muss. Oder war die zweite Version gut, wo ich weg war und aber noch in der Nähe? Oder die dritte, wo ich den Daumen deutlich weit weggestreckt habe, damit da auch kein Irrtum entsteht. Also ihr merkt schon, ich frage so ein bisschen suggestiv, glaube ich, die Version, bei der ich richtig weg bin vom Loch, aber nicht kilometerweit weg. Die ist die richtige und das ist wichtig, dass ihr nicht den Daumen parkt auf der Flöte, wenn ihr das Daumenloch öffnet. So, das war's für heute, die 2. Unterrichtsstunde. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet etwas lernen dabei. Ich habe ja bereits einen Online-Videokurs entwickelt für fortgeschrittene Blockflötenspielerinnen und Spieler. Den gibt es schon seit Anfang dieses Jahres, 2023. Und im Oktober gibt es tatsächlich einen Anfängerkurs Blockflöte, einen Anfänger-Online-Videokurs von mir für euch, also für Anfänger oder Wiedereinsteiger. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, wann genau dieser Kurs rauskommt und Informationen dazu haben möchtet, dann abonniert einfach meinen Newsletter. Das ist auch im Infokasten verlinkt. Der ist gratis. Ja, und schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, ob ihr alle Quizfragen lösen konntet. Und natürlich auch, ob ihr noch weitere Fragen oder Anregungen habt. Ich freue mich sehr und lese die auch alle, die Kommentare. Und ja, jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!